Heute geht es um die Installation einer selbstausrichtenden SAT-Anlage von Karatec. Wir werden euch genau zeigen, wie es funktioniert und haben natürlich auch für euch auf YouTube eine Playlist angelegt, wo alle Videos drin sind, wo wir über dieses Fahrzeug gemacht haben, weil da haben wir doch einiges installiert. Und alle Preise und Zusatzinformationen findet ihr natürlich auf unserer hier verlinkten Videoseite. Los geht's mit dem Einbau! Jetzt geht es ja um das Installieren der Karatec selbst ausrichtenden motorisierten SAT-Schüssel. Aber damit es euch nicht langweilig wird, haben wir natürlich auch andere Videos für euch zur Verfügung. Und zwar die Installation eines Solarpanels. Wir werden euch natürlich damit auch einen Monitor mit einbauen, der richtig cool aufgehängt ist mit der entsprechenden Halterung von Karatec. Und dann geht es weiter im Thema Multimedia-Einheit hier, 9 Zoll Bildschirm mit Navigation. Und wenn wir sowas Geiles schon drin haben, gibt es natürlich auch die Möglichkeit hier Rückfahrkamera zu ergänzen, Frontkamera und sogar Grauwasserkamera. Und wenn wir die Kameras installiert haben, dann wird es ein Video geben über den Einbau von 9 Frontlautsprechern, unsere Option 165 Ducato und in dem Fall sogar hier mit Remi Frontausbau. Und wenn wir auch damit fertig sind, gibt es ein neues Video über den Schutz dieser Artikel und natürlich um das gesamte Fahrzeug mit der Installation der Funkalarmanlage von T-Tronic. Und wenn uns dann noch das Fahrzeug zusätzlich gestohlen werden sollte, dann bauen wir auch noch die Autoscope GPS-Ortung ein und damit kriegen wir wirklich jeden. Und wenn ihr denkt, das hat's schon damit, dann werden wir wahrscheinlich trotzdem noch Videos bringen und zwar vielleicht über das Thema Endstufe und Subwoofer oder Innenausstattung, Teppich, Bett, Bettzeug, wer weiß das? Lasst euch überraschen, was dieses Jahr noch kommt mit unserem Super Ducato. Im Speziellen verbauen wir jetzt heute die KSAT 500S von Karatec. Den Parabolspiegel gibt es auch noch in verschiedenen Größen. Wir haben jetzt die 50er, es gibt auch eine 60 cm, das ist eine 85 cm Schüssel. Wir werden euch einen Link reinmachen zu unserer Videoblog-Seite, da machen wir noch ein paar Grafiken rein, dann seht ihr auch, wie groß die Schüssel ist und welchen Empfangsbereich das dann zur Verfügung stellt. Wie gesagt, unser Wohnmobil, das wird jetzt wahrscheinlich Europa nicht großartig verlassen. Wir haben uns für die 50 cm Schüssel entschieden und da haben wir auch die Möglichkeit, einen zweiten LMB mit drauf zu machen, weil wir haben auch gleich 2 Kabel entsprechend vorbereitet, aber auch hier lassen wir es jetzt bei einem. Es reicht uns völlig aus. Wir stellen euch natürlich ein komplettes Set zur Verfügung, damit ihr das einbauen könnt und alle Anschlüsse, Stecker, Kabel, Hilfen, dass das alles mit dabei ist. Wir bieten euch das als komplettes Set an. Ihr könnt natürlich auch alles einzeln kaufen, alles gibt es bei uns auch. Alle Links unten im Videobeschreibungstext. Im Speziellen liefern wir euch mit das komplette Stromkabel mit 5 Meter, 2,5 Quadrat Kabel, damit ihr die Stromversorgung für das Empfangsgerät und die Stromversorgung für die bewegliche SAT-Schüssel bekommt. Wir haben auch mit dabei ein Steuerkabel für D+, das heißt, dass die Antenne automatisch einfährt, sobald ihr losfahrt. Also sobald der Motor an ist, wird das Ding eingefahren, damit es halt nicht im ausgefahrenen Zustand oben auf dem Dach ist und ihr fahrt schön die Autobahn und durch Brücken durch und wundert euch, warum es auf einmal einen riesen Schepperer macht. Also auch das muss man richtig anschließen, dann funktioniert aber alles richtig super. Wir haben auch entsprechende Sicherungshalter, Quetschverbinder, Ringösen, alles mit dabei. Wir haben ein Isolierband, damit ihr die Kabel schön zusammen machen könnt. Wir haben ein Durchzugsband für euch mit dabei. Das ist die Mega-Lösung, weil ihr müsst die Kabel teilweise hinter Verkleidung durchführen und das zeige ich euch natürlich gleich, wie das funktioniert. Liegt im Lieferumfang mit dabei, genauso wie ein 38 mm Kreisschneider, um das Kabel mit der entsprechenden Vorrichtung vom Dach, also durchs Dach durchführen zu können und das Ganze zu verkleben. Auch der Kleber ist mit dabei, wo ihr nachher die ganze Einheit und auch die Durchführung komplett verklebt, abdichtet. Und hier ist ja diese Metallmontageplatte mit dabei, so wird es auch ausgeliefert auf einem großen Holzsteg, die Schrauben macht er raus. Das Ganze wird tatsächlich nur geklebt und zwar
ausschließlich mit einem richtig guten Kleber, sonst habt ihr ja wieder ein Problem, dann fällt das Ding halt so runter. Aber deswegen geben wir euch schon den richtigen Kleber mit dazu. Die Sattschüssel, die gehört natürlich auch aufs Dach, wohin sonst? Und ihr seht schon, ich habe das jetzt hier auch vorbereitet und habe mir das vorab schon mal angeschaut, ob das soweit alles passt, habe mir das mit dem Panzertape markiert und hier habe ich auch schon die Markierungen für die Löcher drin, aber wir kommen jetzt Stück für Stück erstmal dahin, was ich hier schon habe. Also jetzt tun wir mal die Sattschüssel einmal positionieren auf unserem dicken Filz, auf unserem Mikrofasertuch. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Genauso wie bei der Solaranlage ist es auch wichtig, die ganzen anderen Komponenten auf dem Dach zu betrachten und zu sagen, was liegt denn hier vor, auf was muss ich aufpassen. Wir haben hier dieses Hubfenster, das sich vielleicht mit der Sattschüssel kollidiert, was man jetzt im ersten Moment denkt, nö, wo eigentlich ist doch genügend Abstand, aber die lässt sich ja drehen und die richtet sich ja selber aus und das macht sie automatisch, ohne dass ich mitkriege, was hier oben so vor sich geht. Also müssen wir genügend Abstand schauen zwischen Schüssel und dem Hubdach, genauso wie wir schon zwischen Hubdach und Solar auch den passenden Abstand benötigt haben, um nicht später ein Ärgernis zu haben. Und ja, und jetzt machen wir mal da einen Strom dran und schauen, wie der Schwenkbereich denn so ausschaut von diesem guten Stück. Wir haben jetzt das Ganze mal provisorisch aufgebaut und haben jetzt auch unser Modul hier mit Strom versorgt. Und jetzt können wir auch mal zuschauen, was eigentlich passiert, wenn wir jetzt die Sattschüssel ausfahren. Und wir müssen echt beachten, dass das nicht zu nah am Fenster ist. Ich habe das nämlich auch gerade eben gehabt, haben wir gedacht, ist ja super, so weit dreht sich das Ding ja gar nicht. Aber natürlich, wenn der einen Sender sucht oder einen Satellit sucht, dann fährt er so lang und verändert seine Neigung, dass das Ding auch tatsächlich dann zum Schluss so schräg steht. Und die letzte Position muss beachtet werden, damit es nirgendwo anschlägt, falls mal irgendwie das Auto so ungünstig steht, dass das tatsächlich so schräg ausfahren muss. Insofern bietet sich wirklich die Gelegenheit, was heißt bietet sich Gelegenheit, man muss darauf achten, dass man das wirklich gut, frei zugänglich und schwenkbar montiert. Bitte achtet darauf, dass diese Antenne genauso verbaut wird, dass der Arm im Gegensatz der Fahrtrichtung zeigt, damit eben das Ding, falls es mal irgendwann nicht mehr funktionieren soll, auch so zusammenklappen kann und dann die Notverriegelung auslöst. Andersrum habt ihr eine riesen Dulle im Dach, wenn das Ding dann doch noch irgendwo hängen bleibt. Jetzt haben wir ja alles schon markiert, damit eigentlich nichts mehr passieren kann. Jetzt können wir ganz entspannt unsere 2 Löcher bohren, einmal für die Sattschüssel hier rauswärts, da kommen wir nachher hier so ran, und einmal für die Solaranlage hier. Und wie wir an die 2 Löcher kommen, ja, das müsst ihr halt rausmessen, weil innen drin kann ich nicht überall einfach mal durchbohren oder Kabel durchziehen. Naja, ich kann es schon machen, aber das schaut halt nicht schön aus. Und schon gleich gerade, wenn ich vielleicht im Bad rauskomme oder irgendwie sowas. Also man muss innen drin erstmal gucken, wo kann ich sinnvollerweise mit der Durchführung durch. Und man muss aber auch darauf achten, jetzt gerade bei uns beim Kastenwagen, durch diese Lamellen müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir immer auf so einer Lamelle drauf sind, nicht in der Vertiefung drin, weil sich da das Wasser ja staut und stehen bleiben kann und obendrauf das Wasser abfließen kann. Auch wenn das nachher dicht ist und gescheit reingeklebt ist, machen wir es halt einfach doch lieber dahin, wo es grundsätzlich trockener ist als an einer anderen Stelle. Und deswegen müssen wir auch ein gewisses Maß hier tatsächlich raus, weil unser 38 mm Loch, also hier können wir es nicht mehr drauf machen, weil da die Thule-Schiene schon liegt. Mag bei jedem ein bisschen anders ausschauen, so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Also nächste Möglichkeit hier reinwärts. Und jetzt müssen wir innen drin nur noch schauen, wo sind wir denn da genau? Bei uns verbirgt sich das Ganze hinter diesem Schrank und hier steht ja schon TV, da können wir auch die Deckel hier da dran wegmachen und die Platte, die tun wir jetzt mal entfernen. In dem Fall machen wir 3 Schrauben auf. Bei jedem Fahrzeug ein bisschen anders, naja, aber eigentlich ist alles nur geschraubt. Können wir das auf die Seite legen und hier hinten drin verbirgt sich nämlich die Verkabelung. Und hier können wir auch unsere Solarverkabelung, unsere Sattschüsselverkabelung, alles da reinmachen und verstauen und zum Schluss natürlich auch mit dem Deckel wieder verschließen. Und
Hier kommen wir dann auch weiter und können die Kabel dann ziehen, aber uns geht es ja jetzt in erster Linie mal um das Loch, wo wir durchbohren müssen. Wir müssen also, damit wir das Kabel nicht irgendwo rausziehen, da unten drinnen landen. Und ich habe das jetzt schon rausgemessen, also unser Loch an sich wird ungefähr auf dieser Höhe sein, weil da diese Lamelle erst wieder nach oben geht. Bei jedem Fahrzeug schaut es natürlich ein bisschen anders aus. Wir brauchen, um die Löcher von außen zu bestimmen, wo die hingehören, natürlich auch die Innenmaße und die Gegebenheit müssen wir zu einem Bezugspunkt rausnehmen. Ich habe jetzt als Bezugspunkt den Punkt hier draußen. Den habe ich nämlich von außen gut erreichbar und kann praktisch wegmessen in jede Richtung. Und deswegen muss ich jetzt hier entsprechend diesen Punkt als Bezugspunkt nehmen und die Maße hier alle entsprechend runterrechnen und mir von dem Punkt aus den da hinten berechnen. Also wie weit ist der in der Richtung weg und wie weit ist der da rein weg, wo ich also rauskommen möchte. Und dann kommt ja nur noch außen die Verschiebung von dem Punkt auf die Lamelle drauf. Ansonsten war es das eigentlich. Aber da sollte man schon sehr akribisch und genau hinschauen und richtig rausmessen, lieber dreimal. Weil das ist halt dann schon wichtig, dass wir hier nicht irgendwo da sind, wo wir nicht rauskommen wollen. Aber so schwer ist das jetzt auch nicht. Bevor wir das Loch reinmachen, können wir das auch noch mal so markieren, dass wir sagen, okay, ich habe hier oben mein Fadenkreuz quasi, also mein Punkt. Das sind die zwei Isolierbänder, die einfach in Kreuz geklebt wurden. Und so setzen wir den von außen an. Dann sehen wir nachher auch, ob das wirklich genau in dem Radius drin ist, wo wir hinwollen, wenn wir die Säge ansetzen. So. Schauen wir, dass der Mittelpunkt hier passt mit dem Innenkreis. Das heißt, wir haben jetzt hier die Hälfte von 3,5, sind 1,75. Das passt in die andere Richtung nochmal. Dann haben wir aber auch Gewissheit, dass der Punkt passt. 3,5, 1,75. Perfekt. Wie schaut es hier aus? 3,5, 1,75. So rum nochmal. So, 3,5, 1,75. Das passt. Und jetzt tun wir vorbohren. Und fahrt mit dem Bohrer nicht einmal komplett nach unten durch, weil ihr kommt ja an der Decke jetzt quasi außerhalb, also in der sichtbaren Decke erstmal raus, wenn wir jetzt ganz durchfahren wollen. Da wollen wir ja gar nicht hin. Also jetzt machen wir hier erstmal ein Löchlein rein, ohne großartigen Druck, ganz entspannt. So, sind wir schon einmal durch. Und da dran hier genau das gleiche Spiel. So. So einen Kreisschneider haben wir euch im Lieferumfang auch mit dabei. Und den können wir jetzt ansetzen. Deswegen haben wir ja vorgebohrt und können uns jetzt hier langsam, aber vorsichtig reinarbeiten. Auch mit viel Gefühl bitte. Und jetzt können wir auch schon ansetzen und ganz langsam rein. Und sobald wir durch sind, nicht weiter drücken. Wer nicht so einen starken Staubsauger hat, ja, der kann sich natürlich auch anders behelfen, damit da auch nichts passiert. Das kann man natürlich vorher auch alles abkleben und sagen, okay, dann machen wir das gleich so zu, damit der Lack gar nicht beschädigt wird. Informiert euch bitte bei eurem Wohnmobilhersteller, ob im Dach irgendwelche Leitungen laufen, die ihr vielleicht verletzen könnt. Und wenn die da drinnen laufen, lasst euch irgendwo sagen, wo die sind, damit er da nicht in Bedrängnis kommt. Wir machen jetzt das zweite Loch rein, auch jetzt mal abgeklebt, empfiehlt sich vielleicht grundsätzlich. Und machen das zweite Loch rein für unsere Solarstromkabeldurchführung. So rum. So, einmal durch. Gut, zweiter Deckel drin. Ich habe jetzt gerade noch mal von oben nachgemessen. Also der Hohlraum hier ist gerade mal 4 cm. Das heißt, wer sowas nachbaut ohne unserem
Kreisschneider, weil der Bohrer ist sehr kurz. Wenn da so ein langer Bohrer drauf ist, dann ist der lange Bohrer bereits durch die Decke durch, bevor das Sägeblatt überhaupt anfängt zum Sägen. Unsere Kreisbohrung können wir natürlich auch noch ein bisschen entgraten, damit jetzt nachher, wenn unser Durchführungsstück draufkommt, nicht noch irgendwo einen unnötigen Abstand hat. Und dann tun wir das Ganze auch noch, bevor wir es verkleben, ordentlich reinigen. So, wunderbar. Jetzt kommen wir ja so langsam ans Eingemachte. Reinigung. Neue Sattschüssel. Die stellen wir mal daher. Wir können jetzt mit unserem Durchzugsband unterhalb der inneren Isolierung an der Seite runterfahren und wir kommen jetzt unten in dem Kasten raus. Glücklich ist, wer noch jemanden dabei hat, der einem helfen kann, weil um solche Ecken rumzuziehen, die Kabel, ist es doch ganz gut. Man hat eine zweite Person, das ist jetzt in dem Fall unser Gabi vom Support und der wird jetzt erstens mal innen drin unser Durchzugsband entgegennehmen und auch uns helfen, das Panel und so weiter aufs Dach zu kleben. Ja, aber ich gebe dir mal kurz das Durchzugsband. Hast du schon, oder? Ja, super. Kannst du gleich eigentlich so durchziehen. Lass mal so. Wir können jetzt gleich hier auf der Seite ziehen wir ja das SAT-Kabel durch und auf der Seite das Solarkabel entsprechend durch unsere wie habe ich vorhin gesagt, heißen die Dinger? Durchzugshilfen oder irgendwie so ähnlich. So, und das Ganze, das gehört natürlich jetzt da mal rein. Alter, genau. So, und das lassen wir mal da drin, damit wir es nachher auch durchziehen können. Und jetzt hängen wir unser Kabel an unser Durchzugsband. Und zwar mit unserem Isolierband, das ja im Lieferumfang dabei liegt. Und das hängen wir nur da dran. Machen wir am besten das so längs dran, damit es nicht so ganz breit ist beim Durchziehen. So, schön mit Spannung um das Ding drumherum. Okay, Gabi, du darfst jetzt dann. Ja, genau. Jetzt ganz langsam mal, dass wir da jetzt die Verhalt langsam. So, geht ja schon ein bisschen knapp her. Aber warte mal, mach mal noch nichts, Gabi. Ich muss erst die Isolierung praktisch auf die andere Seite bringen. Jetzt müsstest du es eigentlich ganz langsam zu dir herziehen können. Ja, warte, langsam, weiter, geht. Und wenn du es von unten schon ein bisschen langen kannst und ein bisschen Platz machen, ich weiß, es ist ein bisschen eng, aber mit deinen Damenfingern kommst du da schon durch. Ja, ich merke schon, jetzt, viel kann noch mal fehlen. Okay, jetzt müssen wir das ganze Kabel, da hängen jetzt noch diese die Koaxleitungen dran, aber rein theoretisch dürfte jetzt da nichts mehr im Wege stehen. Alles? Okay, dann ziehen wir quasi jetzt das Kabel einmal komplett durch, aber warte mal, ich muss erst hier den Gummi, das können wir jetzt weiterziehen. Aber jetzt können wir mal das Ganze so quasi hier reinmachen. Gut, lassen wir mal so. Dadurch, dass wir auch ein Solarpanel parallel installieren und auf dem Dach uns gleich alles erledigen wollen, haben wir jetzt hier die ganzen Durchführungen drin, einmal für Solar, einmal für SAT. Und jetzt machen wir die SAT-Schüssel noch fest mit unserem Kleber Spezial. Und jetzt tun wir natürlich auch erstmal hier alles reinigen, fettfrei und staubfrei machen. Wir haben jetzt 3 Flächen, die wir mit Kleber voll machen. Und zwar machen wir hier immer schön einen Rahmen außenrum, damit die Feuchtigkeit sich da erst gar nicht irgendwo reinsetzen kann. Und somit machen wir jetzt erstmal so eine schöne Wulst außenrum. Jetzt ziehen wir mittendrin auch nochmal eine Line, um auch die Klebefläche zu nutzen. So. So. Und hier machen wir noch eine richtig schöne breite Wulst hin. Und jetzt setzen wir die Sattschüssel hier auf. Ah, ja. Alles da, wo es hingehört. Warte mal, die muss ich ein bisschen anders nehmen. So, jetzt genau auf die
Fläche, wie ich sie haben mag. Tata, lassen wir die mal ein bisschen einsinken. Jetzt können wir sie noch ausrichten. Einwandfrei. Genau. Das ist auch super, wie da jetzt sich gemeinsam der Wulst hier rausdrückt. So, das schaut doch gut aus. Also nicht voreilig weiter montieren. Lasst die Sachen wirklich 24 Stunden aushärten, damit wir nachher die Kabel vielleicht noch ein bisschen ziehen können und ausrichten können, ohne dass das ganze Thema wieder verrutscht. Wäre schade drum. Vor allem dürft ihr natürlich nicht fahren innerhalb der ersten 24 Stunden. Ja, am besten noch nicht richtig angeschlossen ausgefahren. Dann macht es mal kurz Fatzen, dann ist das gute Stück weg und du hast ein Loch im Dach. Jetzt können wir auch die Markierung wegnehmen und jetzt wird das auch eine relativ saubere Naht, die wir jetzt noch ein bisschen bearbeiten können. Also sind jetzt eher Schönheitssachen, die können wir jetzt noch machen. Die 4 Löcher in dem Blech sind zum einen vom Transportieren, also das heißt, es kommt auf so einer Holzplatte richtig montiert, damit da nichts kaputt geht. Und man kann natürlich auch, wenn man die Voraussetzungen hat im Fahrzeug, das auch als Schraublöcher nehmen, um die ganze Platte festzuschrauben zusätzlich. Aber wir haben echt einen geilen Kleber, da braucht man nichts mehr, aber aushärten. Jetzt kommen unsere 2 Kabeldachdurchführungen hier drauf. Die verkleben wir halt jetzt ganz genauso, wie wir das jetzt gerade mit Solar und Satt gemacht haben. Lassen wir das auf der Seite schön sauber machen und dann geht schon los. So, schön abdichten. Da läuft keine Flüssigkeit und nichts mehr rein. Voll geil. Großes Kino. So, und so lassen wir das jetzt auch alles hängen. Also ich mein's ernst, 24 Stunden aushärten lassen, jetzt. 24 Stunden später stellen wir fest, alles bombenfest, die ganzen Einheiten sind fest. Jetzt können wir natürlich auch die Kabel hier fixieren und noch vollends reinmachen. Könnt ihr mal so im Schnelldurchgang zuschauen. Nummer 1, das Kabel können wir auch hier so hängen lassen. Das macht überhaupt nichts mehr aus. Und jetzt kümmern wir uns noch um das Solarkabel. So. Und weil das hier nicht ganz rund ist, machen wir hier ein bisschen Bitumenband noch mit rein und machen das ganz dicht. Und das Ganze hier reindrücken. So. Da kommt nichts mehr rein. Weil mir danach war, habe ich jetzt hier einfach mal nur einen Kabelkanal aufgeklebt, einen ganz normalen, haushaltsüblichen. Und damit können wir jetzt hier auch alles soweit schick machen. Und das Wasser, wo da vielleicht mal reinläuft, das kann auch genau da wieder rauslaufen. Aber dann hat es eine gewisse Ordnung. Liebe Zuschauer, unser Kabel haben wir ja jetzt einmal komplett durchgezogen. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Wir wollen unsere Blackbox, unsere Steuereinheit von der Satzschüssel hier mit anbringen auf der Seite, dass man immer einen Zugang auch drauf hat, an- und ausschalten kann, auch die SD-Karte mit rein und raus machen kann. Und genau, und jetzt brauchen wir noch die Stromzufuhr, haben wir ja alles im Set für euch mit drin. Die müssen wir jetzt noch legen bis unter den Sitz.
das machen wir ebenfalls mit unserem Durchzugsband. Das Durchzugsband von da hinten einmal komplett hier rüber. Da sind wir schon. So, und da hängen wir unser Pluskabel dran. Und dann kommt das gute Stück da durch. So, sind wir schon mal da. So, das lassen wir mal so hängen. Das befestigen wir auch, dass das jetzt nicht abhauen kann. Und genauso wie im Solarpanel-Video ziehen wir jetzt nochmal die Leitung innerhalb des Holms bis hier unten raus und kommen hier unten raus. So, da ist er. So, und mit dem Kabel. So, da haben wir unser Kabel. Wunderbar. Hier können wir unsere Kabel schon mal ablängen. Machen wir das rote ein bisschen kürzer, weil da kommt noch der Sicherungshalter und da gehen wir nachher auf Masse drauf. Jetzt haben wir unseren Inline-Sicherungshalter. Da können wir eine gute Quetschverbindung drauf machen. Gut. Und damit haben wir unsere Sicherung im Kabel drin. So, schaut dann so aus. Genau. Die Sicherung machen wir jetzt noch nicht rein. Wir löten uns jetzt mit Plus und Minus auf die Kabel drauf am EBL, die direkt zu den Polen von der Zusatzbatterie gehen. Juhu Leute, Stromversorgung fast erledigt. Wir haben unsere neuen Kabel, ihr habt das auch gleich soweit vorbereitet mit den entsprechenden Quetschverbindern. Dann machen wir hier die Masse mal zusammen. Dann haben wir das Plus. So, und jetzt haben wir das D+, und D+ ist bei uns hier beim Adria dieses grüne Kabel, das hier von der anderen Seite entsprechend angesteckt werden kann. Und das können wir ja jetzt direkt hier einstecken. Für die Kamera hier nochmal detailliert. Das grüne D+-Kabel ist hier schon in dieser Leiste drin und von der anderen Seite habe ich jetzt auch so einen Flachstecker mit drauf gemacht und bin hier drauf und habe D+ jetzt auf unserem Anschlussstecker für die Box für unsere Satzschüssel. Here we are. Durch das, dass unsere Satzschüssel sehr nah direkt an unserer Box dran ist, ist unser Kabel jetzt mittlerweile ziemlich lang, aber das können wir auch irgendwo verstauen, wo es ganz wegkommt. In dem Fall können wir es tatsächlich in unseren Hohlraum hier hinten mit reinmachen und ganz verschwinden lassen. Das war's. Und jetzt haben wir unsere ganzen Anschlüsse und das nächste ist jetzt unsere Box auf die Wand bringen und ordentlich anschließen. Wir müssen jetzt noch die Receiver-Einheit hier mit drauf packen auf diese Verblendung und so ausrichten, dass das halt vernünftig bedienbar bleibt und anschließbar. Ich mache jetzt hier hinten noch die Kerben rein, damit man das Kabel hinten durchziehen kann und dann von hier aus anstecken kann. Und dann wären wir rein theoretisch schon so weit, dass wir das Ganze hier verschrauben können und wieder die Endmontage machen können. Das ziehe ich jetzt mal in einem Strang durch. Fürs Finish machen wir noch die letzten offenen Farben von den Kabeln zu, damit auch, wenn alles hier schön eingebaut ist, auch diese bunten Kabel nicht stören. Und jetzt können wir anfangen mit dem schwarz markierten Koaxkabel, weil das ist der Master, der kommt von der Satellitenschüssel und den können wir direkt hier einstecken. Das graue Kabel wäre bloß ein zweiter LNB-Anschluss, den wir jetzt aber gar nicht haben und nicht anschließen. Das heißt, das graue Kabel bleibt hinter der Verkleidung. Wir haben jetzt das Verbindungskabel zur Satzschüssel und wir haben hier unser Stromkabel, das machen wir jetzt auch noch hübsch. Das ist noch ein kleiner Weg, der da drin ist, mit Isolierband. So, gut. So her, so her. Und jetzt können wir das Ganze wieder hier einschieben und mit den alten 3 Schrauben festmachen.
That's it. Natürlich gehört jetzt noch eine Verbindung von unserer SAT-Box bis zum Fernseher, aber dadurch, dass wir für einen Fernseher ein eigenes Video machen und auch die Restverkabelung für den Fernseher dann fertig machen, findet ihr diese Inhalte in dem nächsten Video. Jetzt stecke ich auch gleich die Sicherung an und damit geht auch das Lichtchen an und die ganze Anlage setzt sich in Bewegung. So im Großen und Ganzen war das jetzt doch irgendwie machbar, oder? Also es ist natürlich ein bisschen Aufwand, das will ich nicht kleinreden, das ist jetzt nichts von einer Stunde mal schnell die SAT-Anlage einbauen. Aber wenn man sich damit ein bisschen befassen mag und an Spaß an der Sache hat, kann man das durchaus mal so bewerkstelligen. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen. Wer Fragen hat zum Thema SAT-Schüsseln oder irgendwie sowas im Wohnmobil, der kann es unten in die Kommentare mit reinhauen. Ich werde versuchen, alle möglichen Fragen zu beantworten. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich unseren Kanal abonnieren, damit ihr auch die ganzen anderen Videos über die Ducatos und Wohnmobile der Welt von uns nicht verpasst. Wir sind auch auf Facebook, da könnt ihr uns liken, wenn ihr wollt. Und auf Instagram folgen. Vielen Dank, bis bald, euer Olli.